Hallo meine Lieben, ich bin zurück aus der Sommerpause und das war definitiv auch wirklich nötig, weil ich habe das tatsächlich auch das erste Mal gemacht in den ganzen 4 Jahren, dass ich so eine Auszeit genommen habe und ich denke mal, das werde ich auch nächsten Sommer so machen, weil es macht ja auch Sinn, ne? Man guckt sich auch nicht so viele YouTube-Videos im Sommer an, wenn man Urlaub hat. Soll ja auch so sein, ne? Dass man den Urlaub auch wirklich genießt und deshalb denke ich, es macht auch Sinn, wenn ich hier dann zu dieser Zeit auch eine Pause einlege. Heute geht es auch gleich los mit einem Thema, was ich echt schon super lange vorhatte, und das ist eine Tassenpresse, weil ich hatte bisher, oder als ich angefangen habe mit Sublimieren, hatte ich die 4-in-1 Tassenpresse. Dann, als die Cricut Tassenpresse rauskam, habe ich auch die ausprobiert. Und jetzt habe ich aber gemerkt, ich hätte gern noch ein bisschen mehr Möglichkeiten und deshalb habe ich mir letzten November die 7-in-1 gekauft und die wollte ich euch heute zeigen, eben was die Vorteile sind, was ihr alles damit machen könnt und auch so ein bisschen der Grund im Vergleich zu den anderen beiden Tassenpressen, die ich habe oder hatte, muss ich in einem Fall auch sagen, weil die 4-in-1, die gibt es bei mir schon gar nicht mehr. Ja, da wollte ich euch so ein bisschen auch sagen, warum ich mich jetzt für diese entschieden habe. Mehr dazu seht ihr gleich nach dem Intro. Als ich mit Sublimieren angefangen habe von Tassen, hatte ich zuerst diese Tassenpresse, respektive ist nicht genau die, aber ein sehr ähnliches Modell. Und zwar hieß die 4-in-1 oder heißt sie immer noch, weil ihr habt 4 verschiedene Manschetten, die ihr mit einer Tassenpresse nutzen könnt. Das heißt 2 konische und 2 gerade, eine 6 Unzen, eine 11 Unzen, eine konische 17 Unzen, eine konische 12 Unzen. Mit der war ich wirklich auch super zufrieden. Und ich habe dann, als die Tassenpresse von Cricut rauskam, hatte ich mir die auch gekauft, weil ich dachte, das interessiert euch sicher, dass ich euch die mal zeige. Da bin ich halt einfach der Meinung, ne, also die Tassenpresse wurde von Cricut für die Cricut-Produkte entwickelt. Das heißt für die Cricut-Tassen, aber eben auch, und das ist das Hauptaugenmerk, ist, dass es für die Infusible Ink gemacht wurde. Ihr könnt von den Temperatureinstellungen, könnt ihr einfach 3 Stufen machen, das heißt gering, mittel und hoch. Das ist alles, was ihr hier einstellen könnt. Zeit könnt ihr gar nicht einstellen. Wie gesagt, das wurde für die Infusible Ink gemacht. Damit funktioniert das wirklich auch super. Man kann da auch wirklich coole Tassen damit machen. Aber ich bin der Meinung, dass für den Sublimationsdruck, das heißt das, was wir selber ausdrucken, ich da durchaus gerne meine Temperatur selber einstelle und auch die Zeit selber einstelle. Weil ich hatte das Gefühl, als ich das getestet habe und verglichen habe, da hatte ich auch mal ein Video dazu gemacht, dass ich bei der hier mit dem Sublimationsdruck, das ist das wie quasi überpresst. Das heißt, das Ganze wurde so ein bisschen dunkel. Man hatte fast so ein bisschen Gefühl, es sind so ein bisschen dreckige Farben. Ich weiß auch nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Auf jeden Fall für mich nicht zufriedenstellend. Die hier verwende ich einfach mit Infusible Ink und am liebsten eigentlich auch mit den Cricut Tassen. Man kann auch andere Tassen verwenden, aber eben hier wirklich Infusible Ink. Und ich wollte dann halt einfach noch mehr Möglichkeiten als nur diese 4 und deshalb habe ich mir eben diese 7-in-1 gekauft, weil ich damit 7 verschiedene Manschetten habe. Wir haben hier einerseits eine kleine Gerade, die ist für Espresso-Tassen zum Beispiel. Dann mal eine kleine konische, die ist für Wodka-Gläser als Beispiel. Dann haben wir hier eine höhere für die, weiß gerade nicht, welche von beiden das ist. Eine davon ist für die konischen Tumbler und eine davon ist für die konischen Tassen. Ne, diese beiden hier.
Und dann haben wir hier zwei gerade, eine für die Tassen und dann eine dickere für die etwas schmaleren Flaschen. Plus dann, und das ist eben auch das Coole, dass ich für die großen Tumbler auch noch eine Manschette mit dabei habe. Also ihr habt mit einer Maschine 7 verschiedene Möglichkeiten zum Pressen. Und hier nur ein kleiner Hinweis, falls euch die beiden vorherigen Tassenpressen interessieren. Ich habe da echt schon ein paar Videos dazu gemacht, wo ich mit Infusible Ink, mit eben Aufdrucken, wo ich die Cricut-Tassenpresse vorgestellt habe, eine Spardose sublimieren, Farbwechseltasse sublimieren, dann ein paar Tipps und Tricks mit der Infusible Ink, dann eben wie man Temperatur einstellen kann, hier bei dieser von Cricut. Dann, wie man Glas und ein Mason Jar sublimieren kann. Da hatte ich es gezeigt mit einem Sublimationsdruck Plus, aber auch der Infusible Ink. Dann kleine stapelbare Tassen von Cricut, die hatte ich gezeigt. Und auch eine Email-Tasse hatte ich euch gezeigt. Jetzt eben die Miss Plotty 7 in 1. Da haben wir von den Manschetten her, die ich euch vorhin kurz gezeigt habe, haben wir eine 1,5 Unzen konische Manschette, eben für zum Beispiel Schnapsgläser. Eine 3 Unzen Mini-Manschette für zum Beispiel Espresso-Tasten. Dann eine 6 bis 10 Unzen mittlere Manschette für den Durchmesser von 6,5 bis 7,5. Zum Beispiel für Edelstahl-Thermosflaschen. Dann die 11 bis 15 Unzen Standardmanschette für Durchmesser von 7,5 bis 9 cm. Zum Beispiel für die 11 Unzen Subli-Fototasse, das sind so die, die man am meisten kennt, oder die 12 Unzen Email-Tasse. Dann eine 12 Unzen konische Manschette für konische, zum Beispiel Kaffeetassen. Dann 17 Unzen konische Manschette für konische To-Go-Becher aus Kunststoff und dann eine 20 Unzen Tumbler-Manschette für Getränkedosen, diese 20 Unzen Getränkedosen. Ich werde euch mit jeder Manschette bis auf eine Beispiele zeigen. Eine, nämlich die 12 Unzen konische Manschette für konische Kaffeetassen. Das kann ich euch nicht zeigen, weil als ich das Ganze vorbereitet habe, hat es die gerade nicht im Shop. Von dem her kann ich euch die heute nicht zeigen. Jetzt wollte ich aber euch auch noch kurz ein bisschen einen Überblick zeigen, dass ihr eben nicht nur 7 Sachen damit machen könnt, sondern es hat ja für jede Manschette meistens auch mehrere Sachen, die man sublimieren kann. Schnapsglas ist jetzt, da hat es einfach eines, das ist Schnapsglas. Da werde ich euch heute ein Beispiel zeigen. Dann Espresso-Tassen, auch da habe ich heute ein Beispiel. Dann kommen wir zu der 6 bis 10 Unzen, die mittlere Manschette. Da eben solche Thermosflaschen, die gibt es auch in matt pink oder in weiß oder pink-weiß oder ganz in Glitzer. Und eben auch die Cricut Keramiktasse, die passt da auch rein. Das sind so Beispiele für die 6 bis 10 Unzen Manschette. Und behaftet mich nicht auf diesen Angaben, weil ich habe noch nicht alles durchprobiert. Aber ich habe dem Gefühl nach versucht, das so ein bisschen in Kategorien aufzuteilen. Dann die am meist gebrauchte, die 10 bis 15 Unzen Standard-Manschette mit einem Durchmesser von 7,5 bis 9 cm. Da echt super viele Sachen. Die ganz normalen Kunststofftassen. Dann Mason Jar funktioniert da, das Getränkeglas mit dem Trinkhahn Mason Jar, Keramikbecher, Farbwechseltassen, Two-Tone-Tassen, das heißt, die sind innen und der Henkel hat eine andere Farbe und außen ist weiß. Farbwechseltassen, hier glitzert, die hatte ich euch auch schon mal auf meinem Kanal gezeigt, die finde ich ganz cool. Keramiktassen von Cricut, die 425 Milliliter und also die 15 Unzen und die 12 Unzen, Spardose, Bierglas, Glastasse mit einem Farbverlauf, Emailtassen, Keramikdose mit einem Deckel, Sparkle Keramiktassen, eine Emailtasse in Pink, dann hier, das werde ich euch heute zeigen, eine Tasse mit einem Herzhenkel,
Dann habt ihr von Cricut auch so 2 Tontassen, Edelstahltasse mit einem Karabiner und die größere Edelstahl-Thermosflasche. Das geht alles hier mit der Manschette. Dann eben die konische 12 Unz Manschette, wäre es eine Keramiktasse, die ich eben nicht habe. Dann haben wir für die 17 Unzen konische Manschette gibt es 2 Sachen, nämlich hier diesen Edelstahl-Trinkbecher einerseits und andererseits den Kunststoffbecher, wo ihr natürlich das ringsherum auch sublimieren könnt. Das sind so 2 Varianten. Ich werde euch heute diesen Trinkbecher zeigen. Dann für die 20 Unzen, da habt ihr Farbwechsel für Wärme, ihr habt Farbwechsel für UV, also wenn UV-Licht dazu kommt. Das sind beides große, diese große Getränketumbler. Dann habt ihr einen in Glitzer, ihr habt einen ganz normal in Weiß, das ist der, den ich euch heute zeigen werde. Ihr habt eine Aluminium-Trinkflasche, eine weiße Aluminium-Trinkflasche, ihr habt, die finde ich auch ganz edel, Edelstahl-Thermosflasche, weiß mit einem Bambusdeckel, den man aufschrauben kann. Dann habt ihr auch noch hier die Getränkedose Glow in the Dark. Also ihr seht, mit diesen 7 Manschetten könnt ihr echt schon viel machen. Nur um zu sagen, bei Yasando hat es noch 2 weitere Sachen, die gehen aber nicht mit diese 7 in 1, sondern das müsste man dann mit einem Sublimationsofen machen. Einerseits hier diesen Edelstahl-Trinkbecher, weil er eben oval ist. Das wird so sonst nicht funktionieren. Und dann Teelichter, Glas satiniert. Auch die funktionieren nicht wirklich, weil sie zu klein sind. Das müsste man auch mit dem Ofen machen. Nicht, dass ihr da was bestellt und dann denkt, ihr könnt das mit der 7 in 1 pressen. Jetzt wird es ein bisschen lustig, euch das hier versuchen zu zeigen, aber das ist per se diese Tassenpresse. Und ihr bekommt da auch, wenn ihr die bei Yasando bestellt, habt ihr eine Anleitung dazu, wo ihr auch seht, wie es funktioniert. Im Grundsatz Manschetten wechseln, super einfach. Ihr könnt hier einfach die Schrauben lockern, dann mit beiden Händen das rausfädeln, diese Schrauben, und die dann rausziehen. Vorher wäre von Vorteil, wenn man hier die Schraube löst. Hier das ein bisschen hin und her rugeln. Und dann könnt ihr einfach die nächste Manschette nehmen, die ihr verwenden wollt. Ich nehme hier kurz eine konische, weil da kann ich euch das ein bisschen besser zeigen. Was speziell an denen ist, nämlich, die haben hier vorne solche Noppen und das ist eben, dass das Ganze nicht rausrutscht, sondern durch die konische Form das hält. Dann drückt ihr die zusammen und hier auf beiden Seiten habt ihr Schrauben. Ein bisschen zu weit rausgedreht. Moment. So, und jetzt könnt ihr diese Schrauben einfach hier reinfallen lassen. Und das auch auf der Seite. Ich mache das kurz auf einer Seite fest. Und dann bringe ich hier das schon mal in diese konische Form. Und das ist das Schöne im Vergleich zu meiner anderen Presse. Ich habe 2 Stellschrauben. Und nicht nur eine in der Mitte, sondern eben auf beiden Seiten. Und dadurch kann ich, das ist jetzt das für das Schnapsglas, kann ich das hier quasi einstellen. Das heißt, ich weiß jetzt, beim Schnapsglas muss ich hier auf der Seite muss ich es voll zudrehen. Und auf der anderen Seite gucken wir so ein bisschen. Was wir hier versuchen zu erreichen, ist, dass die Manschette auf beiden Seiten gleich fest anliegt. Das heißt, wenn ich hier schön nach hinten gehe, habe ich hier einen schönen Druck drauf. So sieht es bei konischen Tassen aus. Das heißt, hier ist es nicht gerade oder parallel zueinander. Bei anderen Manschetten für die geraden Tassen ist es dann parallel zueinander.
das hier kurz ein bisschen los und löse das wieder. Und ihr müsst natürlich zum Wechseln jeweils der Manschetten müsst ihr warten, bis das Ganze nicht mehr heiß ist, ne? Weil sonst habt ihr ein Problem, weil da verbrennt ihr euch richtig schön dran. Ne? Wir nehmen jetzt mal die für die ganz normalen Tassen. Da auch wieder das Ganze einfach in die Schrauben reinfallen lassen. Ich stelle die jeweils gleich schon mal parallel. Dann das Festschrauben. Und dann würdet ihr hier auch einfach die Tasse reinmachen und dann überprüft ihr den Druck. Also es sollte sich schließen lassen, aber ihr müsstet nicht, also nicht, dass ihr Gewalt anwenden müsst. Und sie dürfte sich auch nicht mehr verschieben lassen. Und was ihr natürlich beim Zumachen auch gucken müsst, dass ihr den Henkel so ein bisschen mittig auslegt. Weil wenn der zu weit drüben hier ist, wenn er hier liegt und ihr jetzt noch zudrückt, spätestens wenn ihr dann mit der hohen Hitze drauf geht, springt euch dieser Henkel. Also da wirklich gucken, dass ihr den schön in die Mitte legt. So, und so würde man die pressen. Und eben vom Druck könnt ihr hier an diesen Schrauben auch noch schrauben, bis ihr das Gefühl habt, der Druck stimmt. Es sollte einfach sein, dass ihr hier, wenn ihr das reinpresst, dass sich das Ganze nicht anfängt groß zu wölben, weil sonst habt ihr an der Stelle hier drüben, wenn das hier anfängt sich zu wölben, dann biegt sich das hoch und dann habt ihr hier zu wenig Anpressdruck. Also wirklich, es darf fest sitzen, aber nicht, dass es sich anfängt zu wölben. Hier drüben habt ihr eine kleine Ausbuchtung auf einer Seite. Das ist unten und dann könnt ihr das hier einfach reinmachen, festschrauben. Hier hat es noch einen Platz, wo ihr das Kabel drunter stecken könnt. Das mache ich jeweils nicht, weil ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwie Gefahr läuft, hier reinzukommen. Das hängt hier wirklich schön auf der Seite raus. Ich habe normalerweise, ihr werdet es heute bei den Projekten sehen, ich habe nicht ganz für alle Opfertassen oder Opfertumbler, weil was ihr eigentlich macht und ignoriert, dass ich das heute teilweise nicht mache, schlechte Vorbereitung, sagen wir es mal so. Was ihr immer macht, wenn ihr die aufheizt oder auskühlen lasst, nehmt ihr eine Opfertasse. Und das heißt, das muss etwas sein, wo nicht schon drauf sublimiert ist, weil sonst habt ihr die Sublimationsfarbe dann auf eurer Manschette drauf. Das wäre ganz schlecht, weil das überträgt sich dann auf die nächste Tasse. Eine, die ihr nicht verwendet habt, ich markiere die jeweils hier mit einem Archival Ink Stift. Das ist meine Opfertasse ist, die mache ich rein, bevor ich hier überhaupt was mache. Und ich habe eben quasi für jedes Element habe ich dann eine Opfertasse, ein Opferglas, ein Opfertumbler, wie auch immer ihr das dann nennen wollt, eben für den Aufheiz- und Abkühlvorgang. Die macht ihr rein, damit könnt ihr auch schon gleich testen, wie stark ihr hier festzurren müsst, damit es wirklich gut hält. Und dann kommen wir hier zum Display. Ihr habt hier auf der Seite den Einschaltknopf. Dann zählt ihr kurz runter. Und jetzt könnt ihr hier C und F, ne, Celsius und Fahrenheit, könnt ihr hier drücken, um das umzustellen. Jetzt Fahrenheit, jetzt Celsius. Dann geht ihr hier auf den Mode-Knopf, drückt da einmal drauf und jetzt stellt ihr die Standtemperatur ein. Bei den Tassen zum Beispiel sind es 150 Grad. Wenn ihr das verändern wollt, könnt ihr nach vorne, nach hinten drücken, um runter oder hoch zu gehen. Ein zweites Mal auf den Mode-Knopf drücken, dann geht ihr auf die Presstemperatur. Das ist jetzt bei der Tasse 180 Grad. Auch hier nach vorne, nach hinten, um hoch und runter zu gehen. Dann nochmal auf den Mode-Knopf und dann kommt ihr auf die
Zeit. Und da könnt ihr dann auch auf die Zeit gehen, die ihr braucht, und dann, um das Ganze zu bestätigen, nochmal auf den Mode-Knopf drücken. So ist das Ganze eingestellt. Jetzt zählt das Ganze runter, oder es geht runter, weil diese Tasse ziemlich kalt ist, die Manschette ist kalt, und messen tut das Ganze hier auf der Seite, das heißt da, wo das Kabel ist, hier ist die Messung, und deshalb solltet ihr die Tassen auch immer so reingeben, dass der Boden auf der Seite ist, weil der braucht am längsten, um sich aufzuheizen, und deshalb ist es am besten, wenn es da misst. Also bei den konischen könnt ihr gar nicht anders, bei allen anderen Tassen guckt hier drauf, dass der Boden auf dieser Seite ist. Jetzt geht er langsam hoch, das heißt, er wärmt jetzt auf die Standtemperatur. Wenn er das gemacht hat, dann piepst er. Dann könnt ihr das aufmachen, die neue Tasse reinmachen oder die Tasse, die ihr pressen wollt, Hebel wieder zumachen, und dann drückt ihr hier auf den grünen Knopf, um das Ganze zu starten. Auch da wird die Temperatur erstmal wieder runtergehen, weil ihr macht eine Tasse rein, die Raumtemperatur hat und nicht diese 150 Grad. Das heißt, hier geht es zuerst mal runter und dann heizt sich das Ganze auf, und dann geht er hoch auf die 180 Grad jetzt, das was ich eingestellt habe. Das heißt, er geht hoch auf die Presstemperatur, und erst wenn er die Presstemperatur erreicht hat, dann erst fängt er an, die Zeit runterzustellen. Das heißt, er würde jetzt hier hochgehen bis 180, also bei 179, die 180 zeigt er noch nicht mehr an, sondern er würde dann die 120 Sekunden anzeigen und da runterzählen. Und wenn der Pressvorgang dann fertig ist, dann könnt ihr das Ganze, also dann piepst er, dann könnt ihr das Ganze öffnen und die nächste Tasse einlegen. Ich breche das jetzt hier ab, weil ich zeige euch dann die Beispiele gleich nachher. Wie gesagt, zum Aufwärmen und Abkühlen die Opfertasse reinmachen. Und ich würde es auch so machen, wenn ihr mehrere Tassen pressen wollt, dass ihr die alle vorbereitet, das heißt das Motiv drauf macht, festklebt, Backtrennpapier drauf und die bereitstellt, und so könnt ihr dann eine nach dem anderen pressen. Was hier auch noch angegeben ist, wenn das Gerät länger als 1,5 Stunden läuft, wird empfohlen, es für 20 Minuten auszuschalten, damit es runterkühlen kann. Maximal 200 Grad einzustellen, um Lebensdauer des Gerätes zu verlängern, aber wir sublimieren ja meistens bei den Tassen. Ich glaube, ich hab gar noch nicht über 180 Grad gepresst, von dem her, ja, 200 Maximum. Und der Rest ist so ziemlich das, was ich euch in meinen bisherigen Sublimationsvideos auch erklärt habe, weil ich kann jetzt heute nicht ausholen und das ganze ABC zum Thema Sublimation und auf was man da alles achten muss, euch erzählen, sondern was ich heute machen wollte, war euch die Tassenpresse, eben diese Möglichkeit zu zeigen, dass ihr hiermit eben auch 7 Sachen machen könnt. Und jetzt gehen wir tatsächlich auch rein und ich werde euch 6 Projekte zeigen, weil ich eben für die konische Tasse hier leider keine Tasse hatte, wo ich euch das zeigen kann. Aber zumindest kriegt ihr heute 6 Projekte zu sehen. Und das gucken wir uns gleich an. Starten wir schon mal mit der ersten Tasse. Das ist hier eine Tasse, wo ich einen Herzhenkel habe. Finde ich super cool. Habe ich auch schon gereinigt außenrum. Die Opfertasse, da nehme ich jetzt nicht extra wieder eine von denen, weil die hat den gleichen Umfang wie meine Opfertasse, die ich bis jetzt immer verwendet habe. Von dem her werde ich die einspannen zum Aufwärmen. Ich habe hier auch schon was ausgedruckt mit dem Sublimationsdrucker. Alle Designs, die ich heute verwende, sind von Creative Fabrica. Ich habe teilweise noch Text drauf gemacht oder es ein bisschen verändert. Das macht ihr einfach so, wie euch das am besten gefällt. Gedruckt habe ich auch alle Motive mit dem Sawgrass Sublimationsdrucker. Und natürlich, wie immer, nicht vergessen, das Ganze zu spiegeln. Und ich habe mir jeweils abgemessen, wenn die Manschette drum liegt. Moment, kurz die richtige nehmen.
wenn ich hier die Manschette habe und die Tasse drinnen liegt, dann habe ich mir angeguckt, wie groß ist dieser Abstand hier, wo ich nicht drucken kann. Also wo ich die Tasse nicht bedrucken kann, weil hier ja keine Hitze übertragen wird. Und ich gebe da jeweils immer noch so einen halben Zentimeter Reserve dazu, weil die Manschette auch nicht immer bis ganz außen heiß wird. Und beim Einlegen eben dran denken, dass ihr dann den Teil, der unten ist, das heißt da, wo ihr das meiste Material oder Porzellan habt, dass das hier unten liegt, wo ihr auch die Hitze, wo die Hitzezufuhr ist, ne, auf der Seite einlegen. Jetzt als allererstes werde ich die Manschette einspannen und dann auch die Tasse einlegen und das Ganze aufwärmen und erst dann bereite ich die Tasse vor, damit das alles auch ein bisschen schneller geht. It's been 4 weeks since you called, and I've been waiting here for you all along. I've been waiting here for you all along. Where you been? Where did you go? I wonder if you found what you... So, während die am Aufheizen ist, könnt ihr hier Tasse nochmal abwischen, damit da wirklich nichts drauf ist. Auch keine Handcreme oder sowas, ne? Dann hitzebeständiges Klebeband wie immer. Das mache ich mal auf einer Seite fest. Und ich mag das gerne, dass ich die auf den Tisch stehen lasse und das Papier quasi so ausrichte, dass ich mittig liege. Vom Henkel her. Dann streiche ich das auf einer Seite schon mal fest, nehme mir einen zweiten Streifen und jetzt gucke ich wirklich, dass das Papier extrem satt auf diese Tasse drauf liegt. Weil das hat eine Auswirkung auf euer Ergebnis. Wenn das nicht satt drauf liegt, bekommt ihr auch kein gutes Ergebnis. Und deshalb mache ich das jeweils so, dass ich das noch in den 4 Ecken hier, weil es steht so ein bisschen ab, ne? Da gucke ich auch, dass das runtergedrückt ist. Dasselbe hier unten. Dann auch hier. Und dasselbe noch hier oben. Und was ich dann auch noch mache, ist hier so in der Mitte am Rand entlang auch noch. Es hebt sich ein bisschen. Ich glaube, ich mache das gleich über die ganze Distanz. Sicher ist sicher. Ich verwende lieber ein bisschen mehr Kleber. Dafür habe ich dann ein schönes Resultat, als wenn ich hier an Kleber spare und dann ist das Resultat nicht gut. Wonder if you found what you're looking for. So, dann liegt das schön an der Tasse an. Und dann machen wir das hier unten auch noch. Jetzt piepst meine Tassenpresse schon, dass sie fertig aufgehitzt hat. Das heißt, hier noch kurz Backtrennpapier ringsherum. Und dann können wir die auch schon reingeben. I hope it's not too late. I want you back here with me. We never should have said it's better this way. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in 2 separate worlds. Come on back to me. Say that you won't go. I can't cope without you. Die Tasse ist immer noch ein bisschen warm, natürlich nicht am Henkel, aber sonst. Von dem her mache ich das vorsichtig, aber ihr kennt mich, ich bin nicht der Geduldsmensch. Von dem her
lösen wir das hier mal los. And I wanna hold you close, say that you won't go. Und die ist absolut perfekt geworden. Sieht auch oben am Rand, habe ich jetzt keine Leerstellen, dadurch, dass ich das schön festgeklebt habe. Unten auch sauber bis an den Rand. Es hat auf beiden Seiten das wunderbar bis zum Schluss sublimiert. Das heißt, ich habe hier auch kein Ausblenden, weil ich das eben gemessen habe, dass ich da genug Abstand habe. Und die Farben sind der Hammer, genauso wie ich das haben wollte. In the end, we only regret the chances we didn't take. Na, am Ende bereuen wir nur die Chancen, die wir nicht genutzt haben. Ich finde es Hammer. Also, erstes Ergebnis schon mal perfekt geworden. Und eben auch super schön hier mit diesem Herzhenkel. Das war das erste. Dann bereite ich hier auch gleich schon das nächste vor. Das ist eine kleine Espresso-Tasse, die ich eben mit meiner alten Tassenpresse nicht hätte machen können. Kurz noch ein zweites Mal hier gucken, dass ich das wirklich gereinigt habe. Und ich höre schon die Frage, kann ich denn den Boden auch sublimieren? Nicht mit einer Presse, weil der ist gewölbt. Also das würdet ihr in keine Presse reinbekommen. Ich weiß auch nicht, ob es beschichtet ist für den Sublimationsdruck. Das kann ich euch wirklich nicht sagen. Wenn ihr einen Sublimationsofen habt, könnte es eventuell funktionieren. Wobei, wenn ihr das Shrink Wrap, also die Folie, die ihr drum macht und dann erhitzt, damit die auf dem Element anliegt, ich weiß jetzt nicht, ob die hier in diese Wölbung überhaupt reingeht oder ob die sich dann über das Ganze drüber spannt. Dann würde das auch nicht funktionieren, weil für die Sublimation braucht ihr Druck drauf. Das heißt, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, vielleicht hier unten ran. Aber wir konzentrieren uns auf die Tasse. Da habe ich einen Spruch: I will start working when my coffee does. Also das heißt, ich werde zu arbeiten anfangen, wenn es denn auch mein Kaffee tut. Das fand ich cool für eine Tasse und ich habe einfach das zweimal ausgedruckt oder ja, halt einfach für jeweils die Seite. Und die Seite hat mir das schön ausgemessen, dass das dann auf beiden Seiten wirklich schön auf der Seite zu liegen kommt. Jetzt mache ich das auch hier wieder, dass ich hier kurz gucke. Moment. Mit klein wird es ein bisschen umständlicher. Ich versuche einfach hier schön die Mitte zu treffen, dass ich auf beiden Seiten denselben Abstand habe. Ich denke mal, das habe ich geschafft. Das heißt auch hier einen Kleber mal drauf. Dann lasse ich wieder los und ziehe das so, dass es auch schön mittig liegt und schön straff auf der Tasse liegt. Hier muss ich jetzt die Ecken nicht zwingend festkleben, weil mein Sublimationsdruck ist irgendwo hier in der Mitte. Was ich allerdings machen werde, ist da, wo das Motiv ist, dass ich da oben und unten einen Kleber drauf mache, dass ich da nochmal sicher bin, dass das wirklich schön satt drauf liegt. Dann hat ihr schon vorbereitet. Jetzt gucke ich, ob die Manschette ausgekühlt ist vom vorherigen Pressen. Wenn das der Fall ist, tausche ich die aus. Jetzt brauchen wir hier die kleine. Da muss ich natürlich den Anpressdruck auch wieder anpassen. Ich brauche eine Opfertasse, weil die Espresso-Tassen habe ich bis jetzt noch nicht gepresst. Das ist halt ein bisschen der Nachteil, wenn man das macht, dass man jeweils für quasi
jede neue Art oder jede neue Manschette quasi eine Opfertasse braucht. Ist so, weil ist so. So, ich mache das jetzt eben, dass ich die alte rausnehme und das hier einspanne und dann können wir da auch schon loslegen. Vielleicht noch kurz, ich habe auch hier die Temperatur noch nachgeguckt. Das sind die lowest ist, also die tiefste, die Standtemperatur quasi ist 150, Presstemperatur ist 180 und die Dauer sind 120 Sekunden. I've realized I only want you. I hope it's not too late. I want you back here with me. We never should have said it's better this way. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in two separate worlds. Come on back to me. Say that you won't go. So, die Tasse ist auch fertig und ich habe die Opfertasse auch schon wieder reingelegt. Und vielleicht habt ihr es im Video gesehen, ich habe ganz am Anfang, als die Tasse schon drin war, die Schrauben noch ein bisschen gelockert, weil ich gemerkt habe, dass sich quasi die Tasse hier so ein bisschen zu stark reingedrückt hat. Deshalb habe ich das einfach noch ein bisschen gelockert. Wenn ihr geduldiger seid als ich, könnt ihr das natürlich auch auskühlen lassen und dann das Ganze lösen. Ist auch immer eine Möglichkeit. Wie gesagt, ich gehöre nicht zu diesen Menschen. Und wer auch immer drauf kam, dass es eine gute Idee ist, auf eine Sublimationstasse unten einen Kleber drauf zu machen, herzliche Gratulation. Finde ich jetzt nicht so ein schlauer Plan, aber naja. So, auch die hammermäßig geworden. Also gucken, dass ihr das auch seht. I will start working when my coffee does. Wunderbar geworden. Kein Verschwimmen. Auch auf der anderen Seite. Perfektes Ergebnis. Super. Das war das zweite Projekt. Das nächste, was ich habe, ist hier so einen Trinktumbler. Das kommt mit diesen Teilen. Natürlich klebt ihr das erst fest, wenn ihr das sublimiert habt und das ausgekühlt ist. Ne? Plastik mit Hitze nicht wirklich erträglich, von dem her die beiden Sachen erstmal weg. Dann habe ich beim Design ein bisschen geschummelt, weil die ist ja konisch. Das heißt, wenn ich ein Blatt Papier, ich nehme jetzt hier kurz den Aufdruck, wenn ich das rumlege, dann seht ihr, dass sich das nach oben wölbt. Und ich habe das Design extra so gemacht, dass ich hier auf den Seiten die Blätter auch so ein bisschen runtergezogen habe. Das heißt, ich habe das Design eigentlich schon so vorbereitet, dass es dann auch, wenn ich das jetzt nicht konisch ausdrucke, trotzdem passen wird. Noch besser wäre es natürlich, wenn ihr das konisch verzieht, aber ich wollte es im Silhouette Studio machen, aber dann habe ich gemerkt, wenn ich das für diesen Tumbler versuche, das konisch zu verziehen oder konisch anzupassen, dann passt es nicht mehr auf eine A4-Seite. Von dem her war das jetzt hier meine Umgehungslösung. Dann habe ich ganz einfach das Blatt auf den Becher gelegt und dann zuerst die eine Seite weggeschnitten, damit es hier das Blatt quasi schön gerade runter geht. Dann habe ich die andere Seite drüber gelegt und hier einfach 1 Zentimeter Überstand gemacht. Hier auf der Seite das angezeichnet und einfach da entlang geschnitten.
Und dann habe ich das rumgelegt und einfach entlang der Kante innen drinne einen Bleistiftstrich gemacht, plus das selber auch oben. Und so habe ich jetzt quasi aus einem normalen Druck fast so ein bisschen ein konisches Design. Ne? Das ist meine kleine Umgehungslösung. Jetzt müssen wir das Ganze noch reinigen. Wo ist mein Lappen? Und ich habe es extra, also man wird hinten den Abschluss sehen. Das heißt, es ist jetzt nicht ein klarer Übergang, aber mit diesen Blättern denke ich mal, es wird gar nicht mal so schlecht aussehen. Oder für mich wird es gut aussehen, sagen wir es mal so. Und was ich auch nicht, also ich werde es ringsherum machen, aber wenn wir die Manschette angucken, wenn wir das reinlegen, dann geht das Ganze nicht ringsherum. Na, wenn ich das so einlege, dann habe ich hier quasi einen Spalt. Und das machen wir dann so, dass ich einmal das Ganze für 45 Sekunden presse, dann das Ganze um 180 Grad wende und dann nochmal für 30 Sekunden presse. Das hier muss gepresst werden, also Lowest Temperatur wird angegeben 180, Presstemperatur auch 180. Musste gerade nochmal nachgucken, aber das ist tatsächlich so. Und die ganzen Werte, die ich euch hier angebe, ich gucke da jeweils, da wo ich die Sachen kaufe, in meinem Fall jetzt Yasando, haben die das auch angegeben. Und sie haben sogar die Angaben für die 7-in-1 Tassenpresse, weil bei der 4-in-1 kann ich ja keine Standtemperatur eingeben. Da habt ihr dann aber auch die Angaben, wie ihr mit der 4-in-1 Presse das pressen müsst. Aber was ich damit sagen will, guckt einfach auf die Angaben da, wo ihr eure Sachen kauft, damit es dann auch stimmt beim Pressen. So, jetzt mal gucken, was ich unten haben will und was oben. Das soll oben liegen. Von dem her mache ich entlang dieser Kante schon mal Kleber. Dann lege ich den Tumbler so hin, dass das dann auch stimmig ist. Ihr seht das nicht, aber ich ziehe jetzt hier wirklich schön dolle am Papier, damit es schön straff hier drauf liegt. Ich würde das auch spüren, wenn das hier Luftblasen hätte. Hat es nicht. So, dann lege ich das hier rein. Auch unten. Ich habe jetzt noch ein kleines bisschen Überstand, den schneide ich kurz weg. Weil ich will, dass unten die Kante schön mit dem Tumbler abschließt und oben habe ich das Design so gemacht, dass es nicht bis oben an den Rand geht. Von dem her werde ich oben kein Problem haben, weil es da ins Weiß verläuft. Aber was ich jetzt mache, ist ganz einfach ringsherum hier das schön festzumachen. Und zwar auf beiden Seiten, weil ich will wirklich, dass ich hier dann eine schöne Kante habe. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in two separate worlds. Come back to me, say that you won't go. I can't cope without you and I wanna hold you close. Say that you won't go. So, ich würde sagen, das sitzt bombenfest hier drauf. Oben kann man es ruhig ein bisschen überstehen lassen. Unten schneide ich es jeweils weg, weil ich das nachher zum Auskühlen natürlich irgendwo gerade hinstellen will. Kurz gucken, dass ich das hier schön auf der Kante habe. Weil an dieser Überschneidung orientiere ich mich nachher auch beim Pressen zum Wenden. Das heißt, ich werde es zuerst so eingeben
und dann einfach einmal um 180 Grad drehen, um das ein zweites Mal zu pressen. Das heißt, ich teste auch wieder, ob die Manschette schon abgekühlt ist vom vorherigen Pressen und lege dann die ein. 180 Grad Standtemperatur, 180 Grad Presstemperatur, einmal 45 Sekunden pressen, dann 180 Grad drehen und dann nochmal für 30 Sekunden pressen. Und das müsst ihr natürlich nur machen, wenn ihr ein durchgängiges Design habt. Wenn ihr nur auf einer Seite was presst, wo hier das, was es nicht abdeckt, keine Rolle spielt, dann müsst ihr das natürlich nur einmal pressen. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, 'cause I'm not tired. Ihr habt es vielleicht gesehen beim zweiten Pressen, ich habe jetzt die Zeit nicht angepasst auf 30 Sekunden, sondern ich habe einfach, als der auf 15 Sekunden unten war, das heißt 30 Sekunden waren vergangen, habe ich den Vorgang einfach abgebrochen. Und die Schwierigkeit war hier auch so ein bisschen quasi, dass die Manschette auf beiden Seiten, weil ich habe ja 2 Schrauben zum Einstellen, dass die da auch wirklich gleich einen gleichmäßigen Druck ausübt. Ich hoffe, ich habe es hinbekommen. Und Asche über mein Haupt, aber ich hatte tatsächlich keinen zweiten Becher, den ich jetzt als Opferbecher verwenden kann. Von dem her musste ich es jetzt ohne machen. Da werde ich mir auf jeden Fall noch einen besorgen, damit ich das dann ja, mit Opferbecher machen kann. Erstmal kurz hier das Backtrennpapier runternehmen. Da bin ich jetzt echt gespannt, ob mein kleiner Hack aufgegangen ist mit dem Versuch, das konisch quasi zu designen. Gucken wir mal. Wird das Papier gerade ein bisschen dran bleiben. Ich lasse den kurz ein bisschen runterkühlen, respektive passt eigentlich schon. Ich wasche das kurz mit Wasser aus oder ab. Kriegt man das bestimmt runter. Moment kurz. So, ihr Lieben, ich habe das Papier tatsächlich wunderbar runtergekriegt. Und ich finde das so dermaßen süß, ich sag's euch. Und die Schrift ist nicht, dass es nicht sublimiert hätte, sondern das ist so, dass ich hier für die Farbe, sorry, da ist noch ein bisschen Resten drauf von dem Papier. Jetzt haben wir es. Genau, ich habe hier extra eine braune Farbe ausgewählt, damit das ein bisschen besser zum Herbstmotiv und zum Teddy passt. Unten die Kante wirklich wunderbar. Oben, dadurch, dass ich das eben weiß gelassen habe, habe ich da eh keine Probleme gehabt. Das mit dem konischen Design, finde ich, hat sehr gut funktioniert. Der Schriftzug sieht fast aus, als ob der gerade wäre. Bei den habe ich auch ein bisschen schräg gemacht. Übergang finde ich jetzt nicht schlimm. Würde man, wenn man sowas verkaufen würde, besser machen, aber für mich sind das Geschenke, respektive den hier werde ich für mich behalten. Gerade jetzt so für die Herbstzeit, ich finde den so dermaßen süß. Irgendwann finde ich dann auch kein Papier mehr, was noch drauf ist. Man kann es wirklich einfach so ein bisschen wegkratzen. Es ist wirklich nur das Papier, was oben drauf liegt. Also hier mal im langsamen Durchgang. Hier hinten fängt es an. Dann haben wir hier den Teddy.
Und dann dieses Happy Folio und ringsherum Blätter. Das ist so ein bisschen ein zusammengesetztes Motiv. Das heißt, ich hatte den Teddy, der hatte hier schon ein paar Blätter ringsherum. Ich habe dann einfach noch ein anderes Motiv genommen, wo ich Blätter hatte in ungefähr derselben Farbe und habe die so einzeln einfach dahinter gesetzt, eben damit ich diesen Bogen quasi hinbekomme. Dann habe ich hier hinten so Farbspritzer auch gemacht, die waren auch nicht da, einfach um das Ganze so ein bisschen runder noch zu machen und dann hier den Schriftzug noch drauf gemacht, also so ein bisschen zusammengesetzt. Das heißt, ihr müsst jetzt da nicht irgendwelche vorgefertigten Motive nehmen, sondern ihr könnt aus einem bestehenden auch das so zusammensetzen, dass es für euch passt. Ich finde es Hammer. Der bleibt bei mir. Und jetzt kann man eben hier unten diesen Schoner anbringen, damit es nicht so knallt, wenn man das ganze Teil auf den Tisch stellt. Das ist einer und oben dann der Deckel drauf. Und dann hat man hier einen Trinkbecher, der sich wieder verschließen lässt. Das war das Projekt Nummer 3. Mein nächstes Element sind Schnapsgläser. Da habe ich ein Opferglas und da werde ich ein Motiv auf 2 Seiten aufbringen. Fand ich extrem cool, diese erschreckte Kuh. Finde ich Hammer. Und dann Wodka may not be the answer, but it's worth a shot. Was zum Shotglas passt. Das heißt, Wodka ist möglicherweise nicht die Antwort, aber es ist ein Versuch wert. So sollte man es sagen. Das heißt, ich bringe das hier, also ich habe es nicht konisch gestaltet, fand ich jetzt für die kleinen Gläser nicht nötig. Und dann gucke ich beim zweiten einfach, dass das schön auf der gegenüberliegenden Seite ist. Das Glas müssen wir pressen bei Standtemperatur 150, Presstemperatur bei 180 und für 120 Sekunden. Bei Glas immer darauf achten, dass ihr die Manschette nicht zu stark festzurrt. Das heißt, ich schraube auch hier wieder das alte oder das andere Element raus, das andere Heizelement, spanne das ein. Dann kommt das Opferglas rein und ja, dann machen wir den ganzen Pressvorgang so, wie wir die anderen Sachen auch gemacht haben. So, dann schauen wir uns das mal an. Und bei dem Teil müsst ihr wirklich vorsichtig sein, weil Glas wird extrem heiß, das Glas selber. Und es dauert echt auch eine Weile, bis das ausgekühlt ist. Ich hoffe jetzt, es hat wirklich bis unten, also ich werde im unteren Bereich, habe ich ein bisschen Angst, dass das nicht ganz so gut sublimiert hat. Aber wir gucken uns mal an, wie das Resultat aussieht. Ja, ist genauso. Ich hätte oben ein bisschen mehr lockern müssen. Lass das kurz ein bisschen runterkühlen, weil das ist echt super heiß. Es ist immer noch ein bisschen warm, aber ich kann es euch kurz erklären, wo das Problem liegt. Ihr seht vielleicht bei beiden Papieren, dass die oben braun sind und unten nicht. Das heißt, ich hatte oben mehr Druck, als ich unten hatte. Ich habe aber unten schon quasi voll die Schraube angezogen. Das heißt, ich konnte gar nicht mehr Druck hier ausüben. Und was ich noch mehr hätte machen müssen, ist hier oben loszulassen, weil dann hätte es automatisch die Manschette von quasi der Position in die Position verschoben. Das heißt, wie soll ich das erklären? Es war so,
Und wenn ich hier oben gelöst hätte, dann hätte sie die mehr so verschoben, dann hätte ich hier unten auch mehr Druck gehabt. Das heißt, da müsst ihr ein bisschen drauf gucken, dass ihr wirklich das richtige Maß findet, wie ihr die wie ihr die festzurrt. Also die Kuh jetzt geht eigentlich, fällt gar nicht so groß aus. Das ist unten so ein bisschen faded, also ein bisschen leichter ist die Farbe. Schwarz ist Hammer und ich finde es auch von innen, wenn man das von innen anguckt. Aber ein weißes Papier, wo nichts drauf steht. So sieht sie von innen aus. Ich finde es Hammer. Und auch der Schriftzug ist super schwarz, auch von innen. Und auch von außen, also es ist lesbar, aber man sieht durchaus, dass das unten quasi verwaschen ist, also zu wenig gepresst. Wie immer, ne, ihr könnt aus meinen Fehlern lernen, aber von den Gläsern werde ich garantiert noch mehr machen. Ich finde das Motiv so cool mit dieser Kuh und dann hinten What can may not be the answer, but it's worth a shot. Ich finde es Hammer. Von dem her werden da garantiert noch mehr von diesen Gläsern entstehen und ich weiß jetzt auch, auf was ich da unten gucken muss. So, nächstes Projekt. Und zwar habe ich da eine Farbverlaufflasche. Natürlich als allererstes gleich mal Deckel weg. Den brauchen wir zum Sublimieren nicht. Dann wie immer das Ganze gut reinigen. Ich habe das schon mit Alkohol quasi einmal gereinigt. Was ich hier mache, ist mehr einfach noch ein zweites Mal kurz gucken, wenn ich jetzt das vorhin gerade so in der Hand gehalten habe, dass ich da nicht irgendwie mit Handcreme oder was drauf bin. So. Was ich hier die Vorstellung habe, ist, ich habe ein Motiv, wo ich, zumindest auf dem Bildschirm, hat so ausgesehen, als ob ein Teil hier diese Farbe enthält. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es dann quasi in diese Farbe so ein bisschen überläuft. Das heißt, ich habe was gemacht, weil ihr müsst gucken, ab einem bestimmten Punkt fängt sich die Flasche an zu wölben. Da könnt ihr natürlich jetzt so nicht sublimieren, sondern ich habe wirklich geguckt, dass ich hier im unteren Bereich bin, habe da eine Blume und dann einen Schriftzug mit Just Breathe, ne? Von wegen einfach mal atmen. Und das bringe ich jetzt hier schön entlang von dieser Naht auf der Flasche auf. Auch wieder zuerst mal einen Kleber. Respektive, nee, ich kann es noch nicht kleben, weil das wird ziemlich eng aneinander liegen. Das heißt, ich ziehe hier wirklich die Papiere so eng an. Und dann mache ich mal eins einfach drüber. So sollte das ziemlich eng anliegen. Und dann mache ich noch einen Streifen über die gesamte Länge. Und mehr mache ich gar nicht, weil das Papier hier ringsherum, das liegt wirklich schön auf der Flasche auf. So. Und auch diese Flasche werde ich zweimal pressen. Jetzt sind die Angaben bei Yasando sind für einmal pressen. Ich will das aber zweimal gepresst haben, weil das Motiv fast durchgängig ist. Und deshalb habe ich mir überlegt, ich teste das mal aus, dass ich... habe ich jetzt das Richtige? Nee. Moment, hier habe ich es. Stammtemperatur 180, Presstemperatur auch 180 und dann steht bei Yasando 60 bis 70 Sekunden für einmal pressen.
Ich würde das wie gesagt zweimal pressen, das heißt, ich werde das einmal 60 Sekunden pressen, dann um 180 Grad drehen und dann nochmal für 40 Sekunden pressen. Mal gucken, ob es funktioniert. Ihr seht dann das Resultat. Und dazu verwende ich diese Manschette hier. Und zwar ist es die, die extrem dick ist. Und jetzt nicht erschrecken, weil da keine Ummantelung dabei ist. Ihr könnt die von der anderen nehmen, wo wir die Herzkaffeetasse damit gepresst haben. Und die hier verwenden. Dann mache ich die so rein, dass die auf beiden Seiten ungefähr den gleichen Abstand hat. Und wie gesagt, zuerst presse ich das so, dass dieser Strich hier oben ist. Und dann drehe ich es nochmal 180 Grad und presse es nochmal. Und auch hier habe ich leider keine Opferflasche. Von dem her muss ich leider auch hier das Gerät laufen lassen oder aufwärmen lassen ohne Flasche. Auch da werde ich mir noch eine besorgen, damit ich das dann auch richtig machen kann. I just miss you. We were such a constellation, right? No, you'd agree. Made a reputation for ourselves at age 18. We had the devil on our shoulders telling us what we should do. So, auch hier, die Flasche ist noch heiß. Bei den Metallsachen, die kühlen schneller ab als die Glassachen. Ich bin echt gespannt, ob das gut geworden ist, mit diesem Versuch, das in zweimal zu pressen. Ich sehe schon was, wo ich das Gefühl habe, dass meine Vermutung, dass das mit den Farben funktionieren wird, tatsächlich auch funktioniert hat. Aber hier auch wieder das Thema, dass das Papier kleben bleibt. Das heißt, ich werde auch das kurz, also ich lasse es abkühlen und dann wasche ich das Papier weg, damit wir dann auch das ganze Design sehen. So, meine Lieben, langsam wird es ein bisschen schwierig, weil eigentlich wollte ich ja heute auch ein paar Geschenke produzieren, aber mir gefallen die Sachen so gut, dass ich sie selber behalten will. Das ist wirklich Wahnsinn. Die Rechnung, die ich hatte, von wegen, dass die Farben genau in den Farbverlauf reinpassen, hat wunderbar funktioniert. Das heißt, die Farbe von hier oben wird hier unten auch wieder aufgenommen. Und es hat wirklich alles absolut sauber sublimiert. Auch das Schwarz. Und daran konnte ich jetzt eigentlich auch feststellen, dass ich es nicht überpresst habe, trotz dieser beiden Pressvorgänge, die eigentlich nicht empfohlen waren. Aber wenn man schwarz presst und es zu stark presst, wird es braun. Wenn man es zu wenig presst, wird es grün. Und ich finde, das hat wirklich eine schöne schwarze, satte Farbe. Von dem her hat das doch wunderbar funktioniert. Ich hoffe, das verschwimmt bei euch gerade nicht. Ich finde es Hammer. Eventuell hätte es gereicht, dass ich hier genug Lücke hätte, um es nur einmal zu pressen. Ich wollte aber sicher gehen. Wenn ihr das presst, macht es am besten, wenn ihr euch unsicher seid von wegen zweimal pressen. Ihr könnt auch hier eine größere Lücke lassen, wenn ihr ein Design habt, was es zulässt. Und dann das Ganze nur in einmal pressen und hier dann halt einfach den Leerraum für die Manschette lassen. Geht auch. Aber die ist schon richtig, richtig, richtig cool geworden. Die bleibt somit auch bei der Fraubi. Und dann haben wir noch das letzte Design für heute. Das wird ein Tumbler, weil ich will ja die Tumbler-Manschette auch noch verwenden. Der Deckel kommt natürlich weg zum Sublimieren.
Dann das Ganze auch nochmal reinigen. So, dann habe ich hier ganz cooles Design. Davon hat es ganz viele im Moment bei Creative Fabrica. Ja, das habe ich in der Größe so angepasst. Ich gehe hier unten nicht ganz bis unten, weil sich der Rand hier auch wölbt. Aber es wird ringsherum ohne weißen Spalt sein. Deshalb habe ich so ein kleines bisschen überlappend gemacht und hier vorne ganz einfach das wirklich so abgeschnitten, dass hier kein weißer Rand sichtbar ist. Das heißt, der kommt runter, der kommt drüber. Und genauso bringe ich das auf. Hier schon mal einen Streifen Kleber nehmen. Und ich orientiere mich eigentlich hier oben an der Kante. Weil da will ich dann, dass das Design wirklich schön abschließt. Jetzt das Ganze auch wirklich schön festzurren, dass da keine Lücke entsteht. Bei der Größe mache ich das oben und unten auch gleich noch. Und dann noch über die ganze Länge. Ich habe das Gefühl, das müsste oben und unten eigentlich funktionieren. Aber ich mache es jetzt sicherheitshalber trotzdem einen Kleber ringsherum. Sicher ist sicher. Wäre doof, wenn es dann nicht funktioniert, dann ist ein Tumbler futsch. Das wollen wir natürlich nicht. So, dann noch Backpapier ringsherum. Das werde ich jetzt auch hier wieder auf diese Kante legen. Diesmal mache ich es kurz unten fest, weil beim vorigen Mal, als ich versucht habe, die Flasche zu drehen, ist das Backtrennpapier hängen geblieben und ich wusste dann nicht mehr, wo genau meine innen drinne die Kante ist. So, jetzt. Hier verwenden wir die größte der Manschetten, weil da hat der Tumbler eben wunderbar drinne Platz. Auch hier habe ich keinen Opfer-Tumbler. Von dem her mache ich das jetzt so, wie man es eben nicht machen sollte, ohne Tumbler drin zum Aufwärmen. Und dann von der Presszeit her, also Standtemperatur sind 180, Presstemperatur sind auch 180. Erst einmal pressen 45 Sekunden, das heißt, ich werde die so reinlegen, dass die Naht oben ist. Und dann das Ganze 180 Grad drehen und nochmal für 30 Sekunden pressen. Und genau das mache ich kurz. Wie gesagt, zum Aufwärmen und zum Abkühlen muss da wirklich eigentlich eine Opfertasse, Tumbler, was auch immer ihr da presst, rein. Ich hatte es nicht, von dem her vergebt mir, wenn ich das jetzt eben gerade nicht so gemacht habe, wie man es machen sollte. Aber ihr schont dadurch extrem eure Manschette, weil die schlägt sonst Blasen, wenn ihr das zu oft macht. Wie gesagt, bei mir ist es jetzt Ausnahmefall normalerweise. Und ihr habt es auch bei denen gesehen, wo ich eine Opfertasse hatte oder ein Opferglas hatte. Da habe ich es gemacht. Aber ja, bei einigen hatte ich jetzt tatsächlich einfach keine da. Werde ich mir aber auf jeden Fall bestellen. Und wenn ihr dieses Risiko eingeht, was ich hier gerade mache, von wegen, dass ich das
ablöse, solange das Ganze noch heiß ist, ist es extrem wichtig, dass euch das Papier, wenn ihr das Ganze hier abzieht, nicht wieder zurückfällt auf euer Element, weil sonst kann es sein, dass es nochmal sublimiert und das auf einer anderen Stelle. Das wäre schlecht. Ihr seht es sehr wahrscheinlich, dass ich hier das auch so hatte, dass ich keinen sauberen Übergang habe. Es ist geschlossen, ja, es guckt nichts Weißes raus, aber das Design passt natürlich nicht zusammen. Aber mir persönlich ist das nicht so extrem wichtig. Wenn ich sowas verkaufen würde, dann würde ich da natürlich drauf achten. Ich lasse die kurz ein bisschen abkühlen, damit ich euch die dann zeigen kann, wenn ich sie in den Händen halte. Wie gesagt, hier die Naht, die sieht man. Und ich habe jetzt auch gemerkt, ich hätte unten durchaus noch einen halben Zentimeter weiter runter gehen können, bevor es in die Wölbung geht. Hätte funktioniert, ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Aber damit ihr das Design seht, so dieser 3D-Blumeneffekt, finde ich extrem schön auch mit diesen Farben. Wirklich hammermäßig. Schön gepresst. Wunderbar. Hat alles wunderbar funktioniert. Und so habe ich jetzt einen neuen Tumbler. Und da ich hier unten nicht ganz 100% zufrieden bin, wird der auch bei mir bleiben. Das ist auch einer der Gründe, warum ich nichts verkaufe, weil da werde ich noch pingeliger. Und ich bin schon, wenn ich das an Freunde verschenke, muss es schon da perfekt sein, von dem her. Ja, durchaus einer der Gründe, warum ich nichts verkaufe. Jo, und das war's jetzt eigentlich. Wir hatten, also was ich euch nicht gezeigt habe, ist die kleinere konische für die konischen Tassen. Das war ganz einfach dem eben geschuldet, dass ich keine konische Tasse oder als ich das Ganze vorbereitet habe, gab es die gerade nicht im Shop. Von dem her gibt es die heute nicht. Aber ich denke, mit den konischen Designs, die ich euch gezeigt habe, könnt ihr euch das durchaus vorstellen, wie das aussehen würde. Und dass ich alles hier drauf kriege. Also wir hatten Tasse, die wunderbar funktioniert hat. Dann hatten wir die kleine Espresso-Tasse, auch wunderbar funktioniert. Dann hatten wir hier, den Tumbler, den konischen, was auch super funktioniert hat. Dann hatten wir das Glas, das Schnapsglas. Ich finde, das ist so hammermäßig geworden. Mal abgesehen davon, dass es eben hier unten nicht sauber sublimiert hat, aber beim nächsten Mal kriege ich das auch besser hin. Aber ich finde es schon mega cool. Dann hatten wir hier die etwas dünnere Flasche, deshalb braucht es hier auch eine andere Manschette. Auch das hat mit dem zweimal Sublimieren wunderbar funktioniert. Und dann zum Schluss eben noch hier der Tumbler, den wir auch mit zweimal Pressen ringsherum komplett sublimiert haben. Und die 7. Manschette wäre dann eben die konische Tasse, was ich eben heute nicht habe. Aber wie gesagt, das könnt ihr euch sicher vorstellen, wie das aussehen würde. Und somit seht ihr auch den Grund, warum ich genau diese Tassenpresse haben wollte, weil jetzt kann ich ganz viele verschiedene Sachen machen. Und das war jetzt die aus einer Kategorie nur ein Beispiel. Also da gibt es ja noch viel mehr Sachen, die man damit sublimieren kann. Aber ich wollte euch eben mit jeder Manschette zumindest ein Projekt zeigen, bis auf eben die eine konische, wo ich gerade keins hatte.
Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, dass es euch auch geholfen hat, dass ihr da selber Lust bekommen habt, das mal auszuprobieren. Und ja, natürlich auch, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald! I'm just not tired. I can hear the rain just